Guten Tag, willst du eine Massage? Setz dich bitte hier hin. Verstehe. Ich fange mit deinem Nacken an. Sag mir, wenn es zu fest ist. Hast du oft Nackenschmerzen? Dann ist eine Massage genau richtig. Ich benutze jetzt etwas Massageöl. Ich massiere jetzt deine Schultern. Möchtest du, dass ich fester drücke? Magst du Musik beim Massieren? Ich stelle leise Musik an. Wie war dein Tag heute? Dann kannst du dich hier gut entspannen. Ich arbeite jetzt an deinem Rücken. Atme tief ein und aus, bitte. Wie lange arbeitest du schon hier in Berlin? Ich arbeite seit 5 Jahren als Masseurin. Ja, ich liebe es, Menschen zu helfen. Ich massiere jetzt deine Arme. Manchmal sind Schulter und Nacken sehr verspannt. Willst du eine Kopf- oder Fußmassage auch? Kein Problem, wir machen das gründlich. Wie oft kommst du zum Massieren? Sehr gut, so bleibt dein Körper fit. Ich gehe oft spazieren im Park. Und du, hast du Hobbys? Sport ist wichtig für die Gesundheit. Ich massiere jetzt etwas fester. Ich achte immer auf deine Reaktionen. Danke, das freut mich sehr. Möchtest du noch ein Glas Wasser nach der Massage? Ich hole dir eins. Wie fühlst du dich jetzt? Super, das ist mein Ziel. Ich beende jetzt die Massage langsam. Das freut mich sehr zu hören. Hier ist dein Wasser. Möchtest du einen Termin für nächste Woche? Ich schreibe dich gleich auf. Gern geschehen. Hab einen schönen Tag. Hallo, fahren Sie auch nach oben? Ja, ich wohne im 8. Stock. Und Sie? Ich auch. Ich heiße Lena. Und Sie? Ich heiße Max. Schön, Sie zu treffen, Lena. Freut mich, Max. Sind Sie oft mit dem Aufzug hier? Ja, fast jeden Tag. Manchmal ist es sehr voll. Heute ist es schön ruhig. Nur wir beide. Das macht die Fahrt angenehmer, nicht wahr? Absolut. Ich mag das Licht hier. Es ist so weich. Ja, es erinnert mich an ein gemütliches Wohnzimmer. Haben Sie heute viel gearbeitet, Max? Ein bisschen. Und Sie? Auch. Der Tag war lang, aber der Aufzug ist mein Moment. Verstehe ich gut. Manchmal brauche ich eine Pause. Was machen Sie gern in der Pause? Ich lese oft Nachrichten oder höre Musik. Musik ist toll. Welches Genre mögen Sie? Ich mag Jazz und Rock. Und Sie? Ich höre gern Pop und klassische Musik. Klassik ist beruhigend, besonders nach der Arbeit. Genau, es hilft mir zu entspannen. Haben Sie ein Lieblingsinstrument? Ja, das Klavier. Es klingt so schön. Das kann ich verstehen. Ich spiele Gitarre. Das ist toll. Spielen Sie in einer Band? Nein, nur für mich selbst. Es macht Spaß. Das klingt entspannt. Musik verbindet wirklich. Das stimmt. Haben Sie auch Hobbys außer Musik? Ich liebe es zu malen, besonders Landschaften. Kunst ist spannend. Malen Sie oft? Ja, mindestens einmal pro Woche. Vielleicht können Sie mir mal Ihre Bilder zeigen. Gerne. Und Sie könnten mir mal etwas Gitarre spielen. Abgemacht. Das wäre schön. Wohnen Sie lange schon hier im Haus? Seit 3 Jahren. Und Sie? Ich bin vor einem Jahr eingezogen. Dann sind Sie noch ziemlich neu hier. Ja, ich lerne noch die Nachbarn kennen. Wenn Sie wollen, stelle ich Ihnen ein paar vor. Das wäre sehr nett, danke. Kein Problem, ich helfe gern.
Sind Sie oft zu Hause am Abend? Ja, meistens. Ich koche gern. Kochen macht Spaß. Was ist Ihr Lieblingsgericht? Ich mag Pasta mit Tomatensoße. Das esse ich auch gern. Einfach und lecker. Genau. Was kochen Sie am liebsten? Ich liebe Salate, besonders mit frischem Gemüse. Gesund und lecker, das gefällt mir. Vielleicht können wir mal zusammen kochen. Das ist eine tolle Idee, Lena. Ich freue mich darauf, Max. Hier sind wir, der 8. Stock. Oh, die Fahrt war schnell. Ja, aber sehr angenehm mit Ihnen. Das gleiche Gefühl habe ich auch. Darf ich fragen, ob wir Nummern tauschen können? Ja, gerne. Ich würde mich freuen. Super, ich schreibe meine Nummer auf. Und ich auch. So verlieren wir uns nicht. Wann hätten Sie Zeit für unser gemeinsames Kochen? Wie wäre es am Samstagabend? Perfekt, Samstag ist gut für mich. Dann bis Samstag maximal. Bis Samstag, Lena, ich freue mich sehr. Ich auch. Einen schönen Tag noch. Danke Ihnen auch. Oh, die Kerze flackert, es ist so dunkel hier. Ja, der Strom ist weg. Hast du Angst im Dunkeln? Manchmal. Letzte Woche war der Strom auch aus. Erzähl, was ist passiert damals bei dir? Ich hörte plötzlich Schritte vor der Tür, ganz leise. Wirklich? War jemand draußen? Ich weiß es nicht. Als ich die Tür öffnete, war niemand. Das klingt gruselig. Bei mir gab es mal einen ähnlichen Fall. Ich war allein und das Licht ging plötzlich aus. Und dann, was hast du gemacht? Ich zündete eine Kerze an und hörte ein Klopfen. An der Wand oder an der Tür? An der Tür. Ich hatte Angst, aber niemand war da. Manchmal spielt die Vorstellung verrückt im Dunkeln. Ja, unser Gehirn denkt oft, es sieht Geister. Ich erinnere mich, wie meine Katze durch das Zimmer rannte. Sie war sehr ängstlich, als der Strom ausfiel. Tiere spüren oft Dinge, die wir nicht sehen. Meine Oma erzählt, früher gab es oft Stromausfälle. Wirklich? Wie haben Sie sich dann beschäftigt? Sie spielten Karten oder erzählten Geschichten am Licht. Das machen wir jetzt auch mit der Kerze hier. Es ist gemütlich, aber auch ein bisschen unheimlich. Ja, aber solche Momente bleiben im Gedächtnis. Hast du schon mal eine echte Geistergeschichte gehört? Ja, meine Freundin erzählte von einem alten Haus. Dort soll nachts ein Geist erscheinen. Bist du jemals dorthin gegangen? Nein, ich habe immer Angst gehabt. Ich war einmal in einem verlassenen Haus. Es war dunkel und kalt, ich hörte Geräusche. Und? Hast du etwas gesehen? Ich sah einen Schatten, aber niemand war da. Das ist wirklich gruselig. Ich finde es spannend, solche Geschichten zu hören. Mir macht es auch Spaß, aber nur wenn ich sicher bin. Bei einem Stromausfall fühlt sich alles anders an. Ja, die Dunkelheit verstärkt alles. Sogar das Flackern der Kerze wirkt geheimnisvoll. Ich mag es, aber ich bleibe lieber nah am Licht. Hast du ein Lieblingsbuch für solche Nächte? Ich lese gerne Krimis, die sind spannend. Aber heute erzähle ich lieber selbst Geschichten. Gut, dann bist du jetzt dran mit einer neuen Geschichte. Okay, einmal war ich im Wald, es wurde dunkel. Ich hörte ein lautes Knacken hinter mir. Oh nein, war es ein Tier?
Ich weiß es nicht, ich rannte schnell weg. Das klingt wirklich unheimlich. Ich hatte auch mal eine ähnliche Erfahrung. Beim Camping hörte ich plötzlich Stimmen im Dunkeln. Warst du allein? Nein, aber die Stimmen kamen nicht von meinen Freunden. Das ist beängstigend. Vielleicht waren es Nachbarn oder Wanderer. Möglich, aber wir sahen niemanden. Solche Nächte vergisst man nie. Genau, und bei Kerzenschein fühlt es sich noch intensiver an. Ich mag es, wenn wir zusammen sind und Geschichten teilen. Mir geht es genauso. Es macht die Dunkelheit weniger schlimm. Danke, dass du deine Geschichten erzählst. Danke dir auch. Es ist schön, nicht allein zu sein. Hoffentlich ist der Strom bald wieder da. Ja, aber bis dahin genießen wir das Kerzenlicht. Es ist fast wie ein kleines Abenteuer. Genau, und wir lernen mehr über unsere Fantasie. Vielleicht schreiben wir eines Tages unsere eigenen Geschichten. Das wäre toll. Ich würde sie gerne lesen. Oder wir erzählen sie anderen bei der nächsten Dunkelheit. Ja, das wird bestimmt spannend. Bis dahin passen wir gut auf uns auf. Ja, und bleiben nah bei der Kerze. So ist es sicherer und gemütlicher. Ich zünde gleich eine zweite Kerze an. Dann wird es hier etwas heller. Perfekt. Danke. So sehe ich besser deine Mimik. Und ich freue mich auf weitere Geschichten von dir. Dann erzähle ich dir nächste Woche mehr. Ich freue mich schon darauf. Bis dahin bleibt die Dunkelheit nur eine Geschichte. Genau, denn wir haben Licht und gute Freunde. Hallo, bist du bereit für den Schokoladenkuchen? Ja, ich freue mich sehr. Ich habe alle Zutaten hier. Perfekt. Zuerst brauchen wir Mehl und Zucker. Wo ist das Mehl? Ich sehe nur Zucker und Eier. Das Mehl ist rechts neben dem Zucker. Schau genau. Ah, jetzt sehe ich es. Wie viel Mehl brauchen wir? Wir brauchen 200 Gramm Mehl für den Kuchen. Okay, ich messe es ab. Und wie viel Zucker? 150 Gramm Zucker, bitte. Das macht den Kuchen süß. Ich habe den Zucker abgemessen. Was kommt als nächstes? Jetzt schlagen wir die Eier auf. Wir brauchen 3 Stück. 3 Eier, verstanden. Ich schlage sie vorsichtig auf. Sehr gut. Jetzt mischen wir die Eier mit Zucker. Soll ich die Eier und den Zucker mit dem Mixer schlagen? Ja, genau. Rühr die Mischung, bis sie schaumig ist. Das dauert etwa 2 Minuten, richtig? Ja, genau. Dann fügen wir die geschmolzene Schokolade hinzu. Die Schokolade ist schon geschmolzen. Wie viel davon? 150 Gramm Schokolade bitte. Gieße sie langsam in die Masse. Ich gieße die Schokolade jetzt rein. Es riecht schon gut. Das freut mich. Jetzt sieben wir das Mehl dazu. 7? Warum sieben wir das Mehl? Das macht den Teig locker und ohne Klümpchen. Oh, interessant. Ich sieben das Mehl jetzt. Gut gemacht. Jetzt vorsichtig unterheben, nicht zu viel rühren. Okay, ich mische langsam. Der Teig sieht schön aus. Fast fertig. Jetzt kommt das Backpulver dazu. Wie viel Backpulver brauchen wir? Ein Teelöffel reicht, damit der Kuchen schön aufgeht. Ich gebe den Teelöffel Backpulver hinzu. Sehr gut. Jetzt noch eine Prise Salz für den Geschmack. Salz? Nur eine kleine Prise, richtig? Ja, nur eine kleine. Salz verstärkt die Süße.
Ich streue das Salz jetzt in den Teig. Perfekt. Jetzt den Teig in die Form geben. Soll ich die Form vorher einfetten? Ja, bitte. Das verhindert, dass der Kuchen klebt. Die Form ist eingefettet. Ich gieße den Teig ein. Sehr gut. Jetzt kommt der Kuchen in den Ofen. Wie lange muss der Kuchen backen? Ungefähr 35 Minuten bei 180 Grad Celsius. Soll ich den Ofen vorheizen? Ja, immer vorheizen für beste Ergebnisse. Der Ofen ist an und vorgeheizt. Prima. Wir warten jetzt, bis der Kuchen fertig ist. Kann ich in der Zwischenzeit das Küchenchaos aufräumen? Sehr gute Idee. Ordnung ist wichtig beim Backen. Ich räume die Arbeitsfläche auf und wasche die Schüsseln. Super, das macht Spaß und ist praktisch. Danke für die Geduld und die guten Tipps. Gern geschehen. Kochen ist auch Lernen. Ich werde diesen Kuchen sicher oft backen. Das freut mich zu hören. Übung macht den Meister. Kannst du mir noch einen Tipp für die Glasur geben? Natürlich. Schokolade schmelzen und Sahne dazugeben. Wie viel Sahne nehme ich? Etwa 100 Milliliter für eine cremige Glasur. Ich notiere mir das. Danke. Kein Problem. Hast du Fragen zur Dekoration? Ja, wie kann ich den Kuchen schön verzieren? Mit frischen Beeren oder Puderzucker ist es schön. Beeren habe ich da, das probiere ich. Sehr gut. Das macht den Kuchen frisch und lecker. Ich freue mich schon auf den ersten Biss. Gleich ist es soweit. Noch ein bisschen Geduld. Wie erkenne ich, ob der Kuchen fertig ist? Mit einem Holzstäbchen testen. Bleibt nichts kleben? Ja, ich habe das Stäbchen. Ich probiere es. Wenn sauber, ist der Kuchen perfekt gebacken. Das Stäbchen ist sauber. Super. Dann kannst du den Kuchen aus dem Ofen nehmen. Ich lasse ihn jetzt etwas abkühlen. Sehr gut, dann wird er fester und besser zu schneiden. Danke für den tollen Unterricht heute. Es war mir eine Freude. Backen macht Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ich will mehr lernen. Gerne. Melde dich jederzeit für neue Rezepte. Auf Wiedersehen und danke für alles. Auf Wiedersehen. Viel Spaß mit deinem Kuchen. Guten Tag. Haben Sie schöne Blumen heute? Hallo. Ja, viele frische Blumen sind da. Ich möchte einen Blumenstrauß kaufen. Für wen sind die Blumen denn? Für meine Frau zum Geburtstag. Das ist schön. Mögen Sie eher bunte oder rote Blumen? Bunte Blumen gefallen mir besser. Dann empfehle ich Tulpen und Rosen. Tulpen sind toll. Wie viel kosten sie? Die Tulpen kosten 3 Euro pro Stück. Und die Rosen? Rosen kosten 5 Euro pro Stück. Können Sie mir einen Strauß mit 5 Tulpen machen? Natürlich. Möchten Sie auch etwas Grün dazu? Ja, bitte. Was schlagen Sie vor? Ich habe schöne Eukalyptusblätter. Das klingt gut. Nehmen Sie auch kleine weiße Blumen. Ja, ich habe Schleierkraut, das passt gut. Super, dann bitte mit Schleierkraut. Möchten Sie den Strauß in Geschenkpapier? Ja, bitte. Das sieht sehr schön aus. Möchten Sie eine Karte mit Gruß schreiben? Gerne, ich schreibe eine Karte. Hier ist ein Stift, bitte schreiben Sie. Danke. Ich schreibe alles Gute zum Geburtstag. Sehr schön. Der Strauß wird gleich fertig.
Wie lange halten die Tulpen frisch? Tulpen halten etwa eine Woche im Wasser. Das ist gut zu wissen. Haben Sie Tipps zur Pflege? Frisches Wasser und schräg anschneiden hilft. Vielen Dank für die Tipps. Gern geschehen. Möchten Sie sonst noch etwas? Haben Sie auch Zimmerpflanzen? Ja, wir haben viele Pflanzen für drinnen. Ich suche eine pflegeleichte Pflanze. Eine Grünlilie ist sehr einfach zu pflegen. Die klingt gut. Was kostet die? Die Grünlilie kostet 8 Euro. Ich nehme eine Grünlilie dazu. Möchten Sie einen passenden Blumentopf? Ja, bitte. Haben Sie bunte Töpfe? Ja, hier sind einige farbige Töpfe. Ich nehme den blauen Topf. Gute Wahl, ich packe das alles ein. Wie lange sind Sie schon Floristin? Seit 5 Jahren arbeite ich hier im Laden. Das ist eine schöne Arbeit. Ja, ich liebe Blumen und den Kontakt mit Kunden. Woher kommen die meisten Blumen? Viele Blumen kommen aus den Niederlanden. Und regionale Blumen haben Sie auch? Ja, vor allem im Frühling aus Bayern. Das ist interessant. Ich mag regionale Produkte. Das finde ich auch sehr wichtig. Wie lange dauert es, bis der Strauß fertig ist? Nur noch ein paar Minuten. Perfekt, ich warte gerne. Hier ist der Strauß mit Geschenkpapier. Der sieht wunderschön aus. Danke. Gern geschehen. Ich hoffe, Ihre Frau freut sich. Bestimmt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war mir ein Vergnügen. Wie viel macht das zusammen? Der Strauß, die Pflanze und der Topf kosten 40 Euro. Hier sind 40 Euro. Stimmt so. Danke sehr. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Herr Doktor. Danke, dass Sie mich sehen. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Ich fühle mich sehr gestresst bei der Arbeit. Das tut mir leid zu hören. Was genau stresst Sie? Ich habe zu viele Aufgaben und wenig Zeit. Außerdem verstehe ich mich nicht gut mit Kollegen. Verstehe. Wie zeigen sich die Probleme mit Kollegen? Wir kommunizieren oft nicht klar, es gibt Missverständnisse. Fällt es Ihnen schwer, Ihre Gedanken auszudrücken? Ja, ich weiß manchmal nicht, wie ich es sagen soll. Das ist ganz normal. Wir können das zusammen üben. Das wäre sehr hilfreich, danke. Wie sieht Ihr Arbeitstag ungefähr aus? Morgens viele E-Mails, dann Besprechungen. Zwischendurch muss ich auch Berichte schreiben. Das klingt sehr vollgepackt und stressig. Ja, ich habe das Gefühl, keine Pause zu haben. Nehmen Sie sich Pausen oder kurze Auszeiten. Manchmal, aber oft denke ich, ich darf nicht. Pausen sind wichtig, um Energie zu sammeln. Ich verstehe, aber es fällt mir schwer. Wir können Strategien zum Stressabbau besprechen. Das klingt gut. Ich möchte lernen, besser zu entspannen. Wie reagieren Ihre Kollegen auf Stress? Manche werden schnell ungeduldig oder schweigen. Das erschwert die Kommunikation natürlich. Ja, und ich fühle mich oft allein. Fühlen Sie sich auch im Team isoliert? Ja, ich habe wenig Kontakt außerhalb der Arbeit. Möchten Sie das ändern? Ja, ich wünsche mir mehr Unterstützung. Das ist ein guter Wunsch. Wir können das angehen. Wie kann ich besser mit Kollegen sprechen? Zuhören ist wichtig und klar sprechen. Auch kleine Pausen zum Nachdenken helfen.
Ich neige dazu, mich zurückzuziehen. Das ist verständlich, aber nicht immer hilfreich. Wie kann ich mutiger werden? Übung macht den Meister, wir können Rollenspiele machen. Das klingt interessant, ich bin bereit. Super. Haben Sie schon mal Atemübungen probiert? Nein, was sind das für Übungen? Sie helfen, schneller zu entspannen und klarer zu denken. Das möchte ich ausprobieren. Sehr gut. Wir machen jetzt eine kurze Übung. Atmen Sie tief durch die Nase ein und langsam aus. Okay, ich spüre schon, wie ich ruhiger werde. Sehr gut. Das können Sie täglich machen. Ja, das werde ich tun. Wie fühlen Sie sich nach diesem Gespräch? Schon etwas besser, danke. Das freut mich. Wir können weiter an Ihren Zielen arbeiten. Ich hoffe, ich kann bald besser kommunizieren. Das ist ein realistisches Ziel. Wir schaffen das. Danke, Herr Doktor, für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Sie sind nicht allein. Möchten Sie noch etwas besprechen? Ich denke, das ist erstmal genug. In Ordnung. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, ich freue mich darauf. Bis dahin versuchen Sie gut auf sich zu achten. Das werde ich tun. Danke nochmals. Gern. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Noch eine Frage. Wie kann ich Konflikte vermeiden? Konflikte entstehen oft durch Missverständnisse. Klare Kommunikation hilft, das zu verhindern. Soll ich meine Gefühle offen sagen? Ja, ehrlich und respektvoll. Manchmal habe ich Angst, jemanden zu verletzen. Das ist verständlich, aber Ehrlichkeit ist wichtig. Wie sage ich etwas Kritisches nett? Nutzen Sie Ich-Botschaften, nicht Vorwürfe. Zum Beispiel, Ich fühle mich unsicher, wenn. das klingt gut, ich werde es versuchen. Sehr schön. Wichtig ist auch, gut zuzuhören. Ich möchte lernen, besser zuzuhören. Das wird viele Probleme lösen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Bis bald. Hallo, ich möchte heute ein Tattoo machen lassen. Hallo, schön, dass du da bist. Hast du schon eine Idee? Ja, ich möchte etwas Kleines am Handgelenk. Super. Magst du Blumen oder eher etwas anderes? Ich mag Blumen, aber auch etwas mit Bedeutung. Vielleicht eine Rose? Die steht für Liebe und Schönheit. Das klingt gut. Kann die Rose auch klein und fein sein? Natürlich, ich zeichne dir gleich einen Entwurf. Danke. Ich habe auch einen Piercing hier am Ohr. Das passt gut zusammen, Piercings und Tattoos. Ja, ich mag den Stil. Wie lange dauert so ein Tattoo? Für ein kleines Tattoo etwa eine Stunde. Okay, das ist perfekt. Tut das sehr weh? Es ist etwas unangenehm, aber gut auszuhalten. Gut, ich habe keine Angst. Ich freue mich schon. Prima, ich bereite die Farben und Nadeln vor. Welche Farben kannst du empfehlen? Schwarz ist klassisch, aber ich habe auch Blau oder Rot. Ich nehme schwarz, das passt zu allem. Gute Wahl. Magst du den Schriftzug auch? Nein, nur das Bild bitte. Verstanden, hier ist dein Entwurf. Oh, das sieht wirklich schön aus. Freut mich, dass es dir gefällt. Kannst du das Tattoo auch etwas kleiner machen? Ja, ich verkleinere den Entwurf jetzt. Danke, ich möchte, dass es dezent bleibt.
Das ist gut. Kleine Tattoos sind oft eleganter. Genau das möchte ich. Möchtest du, dass ich die Rose mit Blättern zeichne? Ja, bitte. Die Blätter machen es lebendiger. Okay, ich füge die Blätter hinzu. Wie reinigst du die Haut vor dem Tätowieren? Ich benutze Desinfektionsmittel und sterile Tücher. Das ist wichtig, danke. Sicherheit und Hygiene sind sehr wichtig. Wie viel kostet das Tattoo ungefähr? Für ein kleines Tattoo etwa 80 €. Das ist in Ordnung für mich. Gut, dann können wir später anfangen. Soll ich etwas Spezielles anziehen? Ziehe bitte etwas Kurzes an, damit ich gut arbeite. Okay, ich habe ein T-Shirt an. Perfekt, setz dich bitte auf den Stuhl. Ich bin bereit. Ich zeichne zuerst das Tattoo mit einem Stift. Kann ich das vorher noch sehen? Ja, natürlich, hier bitte. Das ist genau, was ich wollte. Super, dann beginnen wir jetzt. Ich bin ein bisschen nervös. Keine Sorge, ich arbeite sehr vorsichtig. Danke, das beruhigt mich. Sag mir bitte, wenn es zu weh tut. Mach ich. Ich will es gut aushalten. Die erste Linie ist fertig. Sieht toll aus. Jetzt fülle ich die Blätter aus. Die Farben sind so schön. Schwarz wirkt sehr elegant. Ja, ich bin sehr zufrieden. Fast fertig, noch ein paar Details. Super, ich freue mich schon auf das Ergebnis. Und hier ist das fertige Tattoo. Wow, das ist wirklich schön geworden. Danke, du hast es gut ausgehalten. Was muss ich jetzt beachten? Halte die Stelle sauber und creme sie ein. Wie oft soll ich die Creme verwenden? Zweimal am Tag für eine Woche. Okay, ich werde gut darauf achten. Vermeide Sonne und Schwimmen in der Zeit. Gut zu wissen, danke für die Tipps. Gern geschehen, komm gerne wieder. Ich komme bestimmt wieder für ein neues Tattoo. Ich freue mich darauf. Einen schönen Tag noch. Danke dir auch. Auf Wiedersehen.